Hallihallo, herzlich willkommen hier im No Limits. Es gibt heute nämlich etwas ganz Besonderes zu feiern. Ich habe heute die Ehre und das Vergnügen, für das mich sicher viele beneiden, diese 4 9VL-Stars hier bei mir sitzen zu haben. Hallo Stefanie Rösner, hallo Nick Romm, Bastian Semm und Daniel Axt. Schön, dass ihr das mit mir macht. Ihr habt ja weitestgehend zeitgleich angefangen. War das für euch so ein Gefühl, dass ihr direkt so eine Clique gebildet habt und gesagt habt, wir sind die Neuen, wir gegen den Rest des alten Casts? Ich glaube nicht, dass der Gedanke gegen den alten Cast überhaupt irgendwann mal aufkam. Also wir haben uns relativ früh kennengelernt, weit bevor wir angefangen haben zu drehen. Und haben sofort irgendwie gut gequatscht und es war, als ob man sich schon ein bisschen länger kennt, weil einfach alle sehr offen hier ankamen und Lust darauf hatten. Und das Team war eingespielt und hat uns sehr gut angenommen und deswegen kam der Gedanke des gegen den alten Cast eigentlich gar nicht auf. Damit kommen wir auch zu dem Punkt eigentlich, wir haben euch noch nicht wirklich vorgestellt. Vielleicht, wenn ihr einmal kurz sagt, was genau und wen genau ihr bei Verbotene Liebe spielt. Ich spiele Mila von Drasko, die nach Düsseldorf kommt mit einem tiefen, düsteren, schlimmen, furchtbaren Geheimnis, um Rache zu üben, ist dabei nicht alleine. Mhm. An wem will sie Rache üben, kannst du das sagen? An den Lahnsteins. Ja, also zumindest an den Lahnstein-Jungs, also an Tristan, Sebastian und Ansgar. Weil die da sozusagen ganz furchtbar schlimme Sachen mit ihr gemacht haben in ihrer Jugend. Und jetzt nach 20 Jahren kommt sie halt zurück mit dem Rache-Buddy sozusagen. Mit Frederik Schwarz. Mit Frederik. Schwarz im Bund. Ja. Den spielst du? Den spiele ich. Frederik Schwarz, der ein IT-Genie ist, einer, der mit Anfang 20 eine Firma gegründet hat und damit direkt durch die Decke ist und viele Millionen verdient hat und überall auf der Welt seine kleinen Zentralen und Einflüsse hat, die seine kleinen Mächte und seine Asse im Ärmel, die er ausspielen kann. Das klingt natürlich spannend. In welchem Verhältnis stehst du? Du spielst den Martin Vogt zu den beiden? Ich komme ein bisschen eher dazu, also bevor die beiden auftauchen, weil ich mit Frank Helmke ermittle, denn ich bin Hauptkommissar. Und Martin klärt noch einen Fall mit auf, der jetzt die Lahnsteins betrifft. Auch das mit Alexa Berg hat das ja noch zu tun und so. Und und ich bin halt Trauzeuge auf der Hochzeit und Mila ist auch Trauzeugin und da lernen wir uns das erste Mal kennen und und dann passieren ganz viele schöne und auch ganz viele schreckliche Dinge. Ja. Daniel, du spielst Yannick Anders. Genau. Was ist das denn für ein Typ? Ja, der Yannick Anders ist ein Typ, der eine ganz, ganz harte Vergangenheit hatte, im Heim aufgewachsen ist und ja immer für sein Recht so ein kleines bisschen kämpfen musste und vor diesem Hintergrund dementsprechend zielstrebig geworden ist. War auch im Jugendknast, so sagt mein Rollenprofil, und hat da dann so ein bisschen begriffen, dass er sein Leben so ein bisschen ändern muss, wenn er irgendwie was erreichen möchte. Macht dann sein Abi in Rekordzeit und heuert dann bei der Lahnsteinbank an. Okay, gut. Das zu euren Rollen. Mehr dürfen wir, glaube ich, nicht verraten an der Stelle. Aber die Zuschauer wissen ja auch noch nicht so viel über euch. Also Steffi, wir fangen mit dir an. Von dir weiß ich, dass wir dir gratulieren müssen. Du hast kürzlich den Förderpreis für Darstellende Kunst 2014 der Stadt Düsseldorf bekommen. Ja. So schön, das muss man ablesen. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Aber dem entnehme ich, du hast in letzter Zeit weitestgehend Theater gespielt, stehst jetzt das erste Mal längerfristig vor der Kamera. Ja. Was ist das für ein Gefühl? Ich habe irgendwie über 30 Theaterproduktionen gemacht, so in 7 Jahren, aber halt noch nie gedreht und deswegen war das für mich ja auch eine Herausforderung, sozusagen. Diese Ökonomie im Spiel ist eine ganz andere, weil im Theater sagst du ja pro Szene irgendwie von 10 bis 12. Ja, und wenn wir sie halt nicht knacken, machst du sie abends halt nochmal, ne? Und ich habe das hier aber alles aufgesaugt, so wie ein Schwamm, und habe immer zugehört und auch so ganz dumme Fragen. Erstmal, was ist ein Pickup? Und dann wurde natürlich auch gelacht, so, die kleine Anfängerin, ne? Also vielleicht für euch kurz Pickup heißt, wenn eine Szene abgebrochen wird und man steigt an einem bestimmten Punkt einfach noch mal ein, um da weiterzudrehen. Genau. Was man natürlich nicht weiß, wenn man nicht gedreht hat. Ja, ja. Du bist ja unglaublich dreherfahren. Also ich habe deine Vita gesehen. Du hast ja schon Unmengen gedreht und witzigerweise auch mal den Wiki. Und da hast du ja den Sebastian Schlemmer kennengelernt beim Casting. Genau, ja. Also das waren schon besondere Umstände, in denen wir uns da kennengelernt haben. Mit vielen Interviews und einfach in dieser Show. Und jetzt haben wir halt mal gedreht zusammen, richtig vor der Kamera gestanden.
Naja, und er macht das ja sowieso schon ewig und macht da sein Ding und ich probiere mich aus. Wir haben uns auch relativ früh getroffen, also in meinen ersten Drehtagen. Ach, und das ist mit allen Figuren sehr spannend, weil diese Rolle, die ich da spiele, auch mit allen anders umgeht. Das heißt, man will immer irgendwas bei denen provozieren und es kommt dann immer auf diese Rolle an, die dir gegenübersteht, wie ich spiele, also wie ich aus Frederik Schwarz heraus spielen darf. Das ist das Geile auch bei dieser Rolle. Also, das dass man wirklich, sehr spannend, ja. dass du gehst dann mit Natanja von Lahnstein, die willst du irgendwie beeinflussen und irgendwo hinkriegen, mit der gehst du ganz anders um, als mit einem Sebastian von Lahnstein oder einem Tristan. Du versuchst jeden irgendwie zu catchen und jeden so zu manipulieren durch die Art und Weise, wie du auch vor dem auftrittst. Das klingt wirklich nach einer sehr, sehr aufregenden Figur. Bastian, von dir hat Steffi vorhin schon gesagt, du spielst den Störtebeker oder hast den Störtebeker gespielt. Das ist ja eine Riesenproduktion. Jetzt stehst du hier bei Verbotene Liebe jeden Tag im Studio. Kannst du sagen, was dir mehr Spaß macht? Nee, kann ich nicht sagen. Also weil das ist jetzt zum Teil so was von unterschiedlich einfach irgendwie. Selbst die ganze Störtebeker Geschichte ist auch nicht mit normalem Theater zu vergleichen oder sowas. Das ist was ich in meinem Leben noch nicht gemacht habe. Und ich habe viel Festspiele gemacht, also viel auch draußen gespielt und sowas. Aber das kann man auch nicht vergleichen, weil wir haben da zum Teil 8000 Leute jeden Abend und 6 Vorstellungen die Woche und mit Pferden und Schiffen und das ist eine ewig große Bühne. Also sowas gibt's in keinem Theater. Das ist die größte Freilichtbühne Deutschlands und das ist wirklich heftig. Und auf der anderen Seite gibt es dann wieder so kleine Sachen, die dann irgendwie wieder sofort sich verbinden. Zum Beispiel müssen wir ja da mit Mikroports spielen und die Tonanlage ist so super, dass man also wirklich flüstern und ganz intim klein spielen kann. Und was sich auch verbindet, ist, dass es in gewisser Weise eine relativ realistische Geschichte ist. Weil wenn man sagt, irgendwie, ich muss jetzt von da bis da, muss ich rüberreiten und es ist ein langer Weg und nicht wie im Theater, wo man dann sagt, ja, ich bin lange unterwegs, aber man ist eigentlich schon da. Und das ist, ja, genau, sondern es ist tatsächlich, es sind große Entfernungen und dementsprechend muss man auch mal rüberrufen oder irgendwie sowas. Und deswegen finde ich, gibt es viele Berührungspunkte und das sind dann andere Dinge, wo man dann irgendwie überlegen muss, oder wo ich jetzt überlegen müsste, was macht mir mehr Spaß. Ich liebe das zu reiten zum Beispiel und das kann ich jetzt ja hier halt nicht irgendwie, aber das ist jetzt... Na gut, die Chance gibt es bei Verbotene Liebe ja gelegentlich, also manche Figuren durften ja reiten. Ja. Das hat dich nicht ereilt, das Glück. Von dir, Daniel, weiß ich, du hast auch noch eine zweite Leidenschaft neben der Schauspielerei. Du singst. Genau. Ja, nicht nur singen tatsächlich. Ich spiele auch Gitarre und schreibe Songs. Und habe vor kurzem meine Debüt-EP rausgebracht sozusagen. Aha. Und mache das so als zweites Standbein neben der Schauspielerei, weil es einfach zeitökonomischer ist und ich halt öfter ins Studio kann oder proben oder schreiben. Und beim Drehen ist es ja oft so, dass man eben auf ein Casting wartet oder auf die nächste Rolle wartet. Und dann in diesen Zwischenräumen kann ich immer Musik machen. Ja. Habt ihr denn beim Drehen viel Spaß zusammen? Ja. Ja. Absolut. Also ich hatte da schon sowohl mit Nick als auch mit Bastian so echt Szenen, wo das irgendwie emotional ordentlich zur Sache ging. Und, aber das macht ja immer auch Spaß. Also ich meine, das ist ja was, wir zwingen uns ja jetzt nicht in irgendwie eine Dramatik oder in irgendeine Trauer oder sowas und überwinden uns, weil wir das eigentlich ganz schlimm finden, sondern weil wir haben ja Spaß, auch sowas zu spielen. Ich mag das sehr, das zu spielen. Weil eine Überkonzentration ist auch kontraproduktiv. Natürlich albern zu arbeiten ist genauso Quatsch, ne? Sondern es geht aber mehr darum, da so eine Mischung zu finden und die fand ich, hatten wir immer irgendwie ganz gut. Ja. Schön, also ihr habt euch gut gefunden. Ja. Ihr habt mich sehr glücklich gemacht, dadurch, dass ihr mit mir gesprochen habt. Das hat mir total viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben auch eine ganze Menge über euch erfahren. Und dabei ganz, ganz viel Spaß. Euch Dankeschön. Dankeschön. Jetzt dürfen alle auch endlich mal von dem Kaffee trinken. Ja,